Die NT11-Familie von Guideline hat Nachwuchs bekommen. Die Trout Series ist schon einige Jahre bei uns im Shop und gehört ohne Zweifel zu einer der populärsten Forellenrouten. Jetzt für die neue Saison hat Guideline aber 2 interessante Modelle zur Serie hinzugefügt. Und zwar in den Schnurklassen 3 und 4. Das ist erstmal interessant und eine sinnvolle Ergänzung, denn wie ihr wisst, wir fischen sehr, sehr gerne fein und delikat. Aber die beiden Routen sind auch gleichzeitig nicht nur leichter, sondern etwas länger geworden. Die anderen NT11-Routen hatten eine klassische Länge von 9 Fuß. Und jetzt, die beiden neuen Modelle sind etwas länger geworden mit 9,6 in Schnurklasse 3 und 9,9 Fuß in Schnurklasse 4. Und dieser etwas verlängerte Blank hat meiner Meinung nach eigentlich nur Vorteile. Bei der Fischerei mit der Trockenfliege zum Beispiel habt ihr beim Menden der Schnur ein bisschen mehr Reichweite. Beim Fischen im Pocket Water, also stark strukturierten Gewässern mit vielen Störsteinen, Kehrströmung und so weiter, wo ihr häufig mit erhobenem Arm fischt, habt ihr etwas mehr Möglichkeiten, die Schnur vom Wasser abzuheben. Und last but not least ist diese neue NT11 Trout auch geeignet für den Einsatz mit modernen Euronymphing-Techniken. Denn es muss nicht immer eine Route mit 10, 10,5 oder 11 Fuß Länge sein, um damit erfolgreich zu sein und jede Menge Spaß zu haben. All das ist möglich mit der neuen NT11 Trout, mit der verlängerten Routenaktion, und das Ganze macht sie damit zu einem echten Allrounder. Manchmal in der Beratung ist es für uns gar nicht so einfach zu sagen, ey, das ist die eierlegende Wollmilchsau, wenn du das und das alles abdecken möchtest, dann nimm unbedingt diese Route. Aber die NT11 schafft diesen Spagat und deckt wirklich von der feinen Trockenfliegenfischerei bis zur Kombination aus Trockenfliege und Nymphe, der Fischerei mit kleinen Streamern und eben dem fokussierten Fischen mit Nymphenmustern so gut wie alles ab. Es ist ein sehr universelles Gerät, was ihr an unterschiedlichsten Gewässern einsetzen könnt. Und genau das haben wir in den letzten Monaten für euch gemacht, um die Route auf Herz und Nieren zu testen. Angefangen von kleinen, zugewachsenen Forellenbächen, denn auch da braucht ihr keine Angst zu haben, dass die etwas längere Route hinderlich ist, ganz im Gegenteil, bis hin zu größeren Flüssen, der Fischerei auf größere Bachforellen, Äschen, Barben und so weiter. Alles hat die NT11 Trout mitgemacht und in jeder Situation versprüht sie einen ungemeinen Spaßfaktor. Das Ganze wird eigentlich gewährleistet durch die innovative Blank-Technologie, die bei allen NT11-Routen zum Einsatz kommt. Guideline hat hier ein extrem niedriges physikalisches Gewicht. Die beiden neuen Routen wiegen gerade einmal 69 Gramm. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also der Kombination aus einem extrem geringen Gewicht und extremer Haltbarkeit geschaffen. Und das Ganze wird erzeugt durch die innovative CAP 1100 Technologie, die wir auch von den anderen NT11 Trout Routen schon können. CAP 1100, das steht für eine besondere Anordnung der Carbonmatten. Denn sie werden nicht nur einfach rund gerollt, sondern sie sind in verschiedenen Winkeln zueinander ausgerichtet, und das sorgt in der Praxis dazu, dass das extrem dünnwendige Material zusätzliche Haltbarkeit bekommt. Die Route ist also nicht nur super leicht, sondern auch extrem stabil. Das Ganze wird nochmal unterstützt durch den Einsatz modernster Nanoharze, also wirklich das Beste an Material, was Guideline auftreiben konnte, wurde für diesen Blank verwendet. Auch ansonsten lässt sich die NT11 natürlich sehen und steht den anderen NT11-Routen, zum Beispiel im Zweihandbereich, mit nichts nach. Die Ringe sind extrem hochwertig. Wir haben hier einen leichten, extrem haltbaren Titan Stripping Guide mit einer Keramikeinlage. Wir haben Edelstahl-Einstickringe mit einer Titanbeschichtung, die die Reibung minimieren und natürlich super zuverlässig über lange Zeit arbeiten. Das Finish
bei den NT11-Routen ist klassisch geblieben. Die neuen Modelle unterscheiden sich optisch nicht von den bisherigen 9-Fuß-Modellen. Der Satin-Matte Blank ist wunderschön glatt geschliffen, die Zierwicklung sehr dezent gelegt in diesem bräunlichen Ton mit den orangenen Highlights. Das Ganze matcht natürlich wunderbar hier mit dem hochwertigen eloxierten Aluminium-Schraubrollenhalter, mit dem Echtholz-Spacer in diesem braun-orange-Ton und natürlich immer wichtig für uns die Qualität des Korks. Und hier sind wir von den High-End-Modellen von Guideline natürlich verwöhnt und kennen die gute Qualität des Floor-Korks, der bei dieser Route wunderbar schlank hier zu einem Halfwells-Griff geformt wurde. Wenn man sie das erste Mal in die Hand nimmt, fällt natürlich das extrem niedrige Gewicht aus. Und deswegen war es auch möglich, hier die Routen mit sehr leichten Rollen zu kombinieren. In meinem Fall habe ich jetzt hier eine Fario Click angebaut, also das ist wirklich optimal ausbalanciert. Ihr könnt aber auch eine normale Fario oder natürlich andere leichte Rollen auf diese Route draufpacken. Apropos draufpacken, wir haben die Routen ja seit einigen Monaten im Einsatz, haben an unterschiedlichen Gewässern mit unterschiedlichen Wasserständen, mit unterschiedlichen Techniken mit der Route gefischt und haben sie eigentlich mit allen gängigen Schnüren von Guideline kombiniert. Also angefangen mit der Presentation Plus so als Allround-Schnur und der Forecast bis hin zu feineren Schnüren wie der CDC. Alles hat wunderbar geworfen. Es kommt letzten Endes nur darauf an, was ihr wollt. Ob ihr auf kürzere, mittlere oder weitere Distanzen fischt, ob ihr beschwerte Muster oder sehr, sehr filigrane Muster im Einsatz habt. Alles macht diese Route mit und das macht sie meiner Meinung nach zu einer der vielseitigsten Forellenrouten aktuell auf dem Markt. Mein Fazit nach ein paar Monaten Einsatz am Wasser: Das ultraleichte Gewicht ist einfach super spaßig zu fischen. Es fühlt sich an wie eine Feder in der Hand und diese typische Midflex-Aktion, die wir aus den anderen NT11 Trout-Routen kennen, wurde wunderbar transportiert in den etwas verlängerten Blank der neuen Modelle. Das Ganze ist eine Kombination aus einer recht schnellen Aktion, die dennoch unter Belastung tief arbeitet, und die Spitze bei diesen Routen ist einfach nicht zu straff. Das sorgt dafür, dass ihr zum Beispiel beim Nymphenfischen oder mit extrem kleinen Trockenfliegen auf feinste Vorfächer zurückgreifen könnt, also bis runter zu Punkt 10 oder sogar Punkt 8 bei Niedrigwasser haben wir mit dieser Route gefischt und hatten keine Angst, auch bei Kopfstößen der Fische, dass hier etwas reißt. Die Route puffert wirklich alles weg und das Ganze kombiniert gleichzeitig natürlich mit einem extremen Spaßfaktor, weil ihr seid immer nah dran am Fisch im Drill, spürt jede kleinste Bewegung und könnt souverän mit der angenehmen Midflex-Aktion der NT11 parieren. Das Ganze, wie gesagt, ein super universelles Paket mit viel Spaßfaktor und deswegen von uns eine uneingeschränkte Empfehlung. Nicht nur für die Nymphenfischerei, denn auch für die klassische Trockenfliegenfischerei möchte ich die paar Zentimeter on top einfach nicht mehr missen. Das Ganze ist wesentlich entspannter, gibt euch noch mehr Möglichkeiten und hilft manchmal eben noch an die eine Stelle ranzukommen, ohne dass ihr euch wirklich verrenken oder ins Wasser weiter reinbegeben müsst. Deswegen von mir ein uneingeschränkter Tipp: Schaut sie euch unbedingt an, die neue NT11 Trout Series mit 9.6 und 9.9 Fuß Länge in den Schnurklassen 3 und 4. Ich wünsche euch damit Tight Lines, viel Spaß am Wasser und bis dahin.